Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es wieder das schnelle Sonntagsrezept und zwar machen wir heute einen einfachen Nudelauflauf mit ganz viel Gemüse. Richtig gesund und trotzdem lecker. Und wie man das Ganze zubereitet, na das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für dieses Rezept benötigt ihr 250 Gramm vorgekochte Nudeln. Ich habe hier Vollkornnudeln benutzt, ihr könnt aber auch jede andere Nudelsorte verwenden. Ein Paket passierte Tomaten, 2 Knoblauchzehen, 100 Gramm Parmesan gerieben, 5 Möhren und 4 Paprikaschoten. Ich habe das Rezept zur Resteverwertung verwendet. Ihr könnt auch andere Gemüsesorten dazu geben, die schnell gar werden. Zuerst geben wir etwas Öl in eine Pfanne und lassen das Ganze auf mittlerer Stufe erhitzen. Bei so einer großen Pfanne verteile ich das Öl immer mit dem Pinsel in der Pfanne. Wenn das Öl heiß ist, geben wir zuerst unsere in Würfel geschnittenen Karotten in die Pfanne. Die lassen wir jetzt erstmal so für 5 Minuten braten. Dabei immer wieder gelegentlich umrühren, denn sie sollen ja nicht verbrennen, sondern nur ein bisschen Brataroma bekommen. Nach 5 Minuten geben wir die ebenfalls in Würfel geschnittenen Paprikaschoten dazu. Auch die lassen wir jetzt noch mal so für 5 Minuten mitbraten. Und natürlich auch hier gelegentlich immer mal wieder durchrühren. Jetzt pressen wir noch die 2 frischen Knoblauchzehen dazu. Wenn ihr jetzt keine Knoblauchpresse habt, dann könnt ihr den Knoblauch auch einfach mit einem Messer ganz fein hacken. Alles noch mal gut miteinander vermischen und den Knoblauch ebenfalls noch mal 1 Minute mitbraten lassen. Und jetzt würzen wir unser Gemüse erst einmal. Ich würze hier mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Paprika edelsüß. Zu dem gewürzten Gemüse geben wir jetzt noch einen Esslöffel Tomatenmark und dann rühren wir das Ganze natürlich erst einmal richtig gut durch, denn das Tomatenmark, das rüsten wir jetzt so circa 1 bis 2 Minuten schön mit an. So bekommt es einen richtig tollen Geschmack und macht die Soße hinterher richtig schön fruchtig tomatig. Außerdem verliert das Tomatenmark so diesen extremen Säuregehalt. Das würde ich euch auch immer empfehlen, das Tomatenmark zuerst mit anzurösten und dann erst Flüssigkeit dazu zu geben. Nachdem das Tomatenmark jetzt schön angeröstet ist, geben wir unser Paket passierte Tomaten dazu. Und in das passierte Tomatenpaket geben wir jetzt noch einen Schluck Wasser, um auch noch den letzten Rest herauszubekommen. Das Wasser, das geben wir dann mit dazu. Jetzt das Ganze erstmal richtig gut miteinander verrühren. Jetzt würzen wir die Tomatensauce. Ich nehme hier 2 Teelöffel Zucker, denn der gehört wirklich an jede gute Tomatensauce, um die Süße der Tomate hervorzuheben. Und dann gebe ich noch getrockneten Thymian und getrockneten Basilikum dazu. An Kräutern könnt ihr hier wirklich verwenden, was ihr gerade da habt. Ich habe mich hier für die getrocknete Variante entschieden. Ihr könnt natürlich auch frische oder tiefgefrorene Kräuter verwenden. Jetzt rühren wir das Ganze einmal gut durch, damit sich die Kräuter auch wirklich in der Soße richtig schön verteilen und ein tolles Aroma abgeben können. Nun kommt noch ein bisschen Salz und Pfeffer nach Geschmack an die Soße und dann wird das Ganze noch einmal miteinander verrührt und natürlich abgeschmeckt. Meine Soße war jetzt so perfekt und ihr schmeckt einfach so lange ab, bis euch eure Soße richtig gut schmeckt, denn das ist natürlich immer Geschmackssache. Was für mich genau richtig ist, könnte für den anderen zu fad sein. Also immer fleißig abschmecken.
Jetzt gebt ihr eure vorgekochten Nudeln in eine Auflaufform und verteilt darüber eure gesamte Gemüsesoße, sodass der Auflauf schön bedeckt ist. Jetzt nehmt ihr euch am besten so eine Küchenzange und mischt den Auflauf einmal richtig gut durch, sodass sich das Gemüse und die Soße auch unten am Glasboden gut verteilen kann. Na und das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. Ich bestreue meinen Auflauf jetzt noch mit Parmesankäse, den ich frisch gerieben habe. Ihr könnt auch jeglichen anderen geriebenen Käse nach eurer eigenen Wahl verwenden. Der Auflauf, der kommt jetzt für 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Hier ist es jetzt eigentlich nur noch wichtig, dass der Käse schön goldgelb wird, denn alle anderen Komponenten sind ja gegart. Deshalb schaut ruhig öfter mal nach und wenn der Käse goldgelb ist, dann ist der Auflauf auch fertig. Ja, und hier kommt es dann, unser tolles Ergebnis. Sieht das nicht lecker aus? Ein toller, einfacher Nudelauflauf, hervorragend zur Resteverwertung von Gemüse geeignet. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!